Hallo zusammen. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Es gab sehr viele Uhren-Releases und da bietet sich natürlich an, einmal das Jahr Revue passieren zu lassen, aber auch die Favoriten aus den verschiedenen Segmenten rauszufiltern. Besser gesagt, ich habe das Video hier in verschiedenen Kapitel eingeteilt, sei es jetzt hier für Laufuhren, Fitnessuhren oder auch Outdoor-Uhren, und da habe ich auch immer jeweils meinen persönlichen Favorit rausgesucht. Aber wie ich schon sage, persönlich, subjektiv, es kann sein, dass es bei dir etwas anders ist, aber ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch. Die erste Kategorie, die wir uns anschauen, sind dann hier Laufuhren. Die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr leicht sind, für Läufer abgestimmt, beziehungsweise auch hier gute Trainingspläne gerade fürs Laufen haben. Aber die Laufuhren haben mittlerweile auch so viele Funktionen, dass die auch für andere Sportarten wie Schwimmen und Radfahren verwendet werden können. Und dabei kam Garmin mit 3 verschiedenen Modellen auf den Markt, die ich in diese Kategorie einstufen würde. Zum einen die Garmin Forerunner 570. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie ein helles AMOLED Touch Display hat. Sie bietet auch Multiband-GPS für die beste GPS-Messung, aber auch im Bereich Training bekommst du hier eine Trainingsbereitschaft angezeigt, beziehungsweise auch Laufleistung im Handgelenk. Und neu erschienen ist dabei dann auch der Garmin Triathlon Coach, der dir hier vor allem hier die Möglichkeit gibt, auf Triathlons zu trainieren. Besser gesagt, du bekommst Trainingsvorschläge dann auch fürs Krafttraining, aber auch fürs Schwimmen, Radfahren und Laufen, und das rundet die Uhr dann komplett ab. Hardware-technisch bekommst du bei der Uhr dann auch Lautsprecher und Mikrofone mit an Bord. Das heißt also, du kannst dann auch über die Uhr telefonieren, sofern du dein Handy dabei hast, weil es gibt keinen LTE-Chip. Und du hast natürlich auch die Möglichkeiten, hier Trainingsansagen via die Lautsprecher wiederzugeben. Natürlich verfügt die Uhr dann auch über eine Navigation, und sie hat zu guter Letzt dann auch den neuen Herzfrequenzsensor von Garmin bekommen, besser gesagt der 5. Generation. Das Ganze aber mit einem kleinen Aber: die Uhr ist nicht EKG-fähig. Es kann per Software auch nicht freigeschaltet werden, da sie diese verwendeten Metallplättchen, die bei den anderen Sensoren dabei sind, die EKG können, nicht vorhanden hat. Genauso einstufen würde ich hier die Garmin Venue 4. Sie verfügt über die gleichen genannten Funktionen wie schon die Garmin Forerunner 570, aber sie bekommt zusätzlich hardwaretechnisch dann noch eine Taschenlampe verbaut. Bei der Garmin Forerunner 570 geht es nur via Display, und sie hat auch hier den Sensor der 5. Generation, was die Herzfrequenzmessung angeht, aber die Uhr ist dann EKG-fähig. Was es dann nicht gibt, ist dann den Triathlon Coach, aber ich denke, für viele dürfte das auch hier kein Thema sein, da sie hier kein Triathlon machen. Darüber hinaus hat Garmin auch noch die Forerunner 970 herausgebracht. Diese hat alle Funktionen der Garmin Forerunner 570 und auch Venue 4. Da gibt es natürlich dann noch wieder den Garmin Coach fürs Triathlon. Du bekommst auch Multiband-GPS. Besonderes Merkmal ist hier vor allem, dass du topografische Karten bekommst. Das heißt also, du bekommst eine Navigation mit Kartenanzeige. Das haben ja die vorgenannten Uhren hier nicht. Die Garmin-Uhren bieten insgesamt auch viele Funktionen an, haben aus meiner Sicht auch das kompletteste Ökosystem, vor allem wenn du Triathlon machst mit den Garmin Edge-Geräten, aber nichtsdestotrotz, sie gehören nicht zu meinen Favoriten dieses Jahr. Wenn wir noch einen Blick auf Suunto werfen: Suunto hat auch hier im Laufsegment eine Uhr herausgebracht, die Suunto Run. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass du hier mit Suunto Plus Guides auch Trainings durchführen kannst, beziehungsweise auch Trainingspläne bekommst. Das hatten wir so in der Vergangenheit bei den Suunto-Uhren nicht. Und selbst in dem günstigen Preissegment der Suunto Run bekommen wir auch hier schon Dualband-GPS angeboten. Das heißt also auch hier das beste GPS. Die Suunto Run hat auch hier ein sehr schlankes Design. Eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden im Dualband-GPS ist auch hier möglich. Und du bekommst mit der Uhr dann auch eine Brotkrümel-Navigation. Einziges Manko: du hast hier keine Abbiegehinweise, bekommst nur die Strecke angezeigt. Ein weiteres Manko ist dann auch der Herzfrequenzsensor. Anders als bei der Suunto Race 2 und der Vertical 2 hast du leider hier noch den alten Sensor. Der ist nicht so optimal beim Messen der Herzfrequenzdaten, als es zum Beispiel hier der neue Sensor, den wir von Suunto erhalten haben. Der große Sieger aus meiner Sicht ist aber hier von Coros, besser gesagt die Coros Pace 4. Wie schon die Coros Pace 3 hat sie ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und aber auch eine sehr gute Akkulaufzeit. Bis zu 41 Stunden kannst du hier die Uhr nutzen während der Aktivitätsaufzeichnung bzw. 19 Tage im Smartwatch-Betrieb, und das Ganze mit einem AMOLED Touch Display. Darüber hinaus verfügt auch hier die Coros Pace 4 über ein Dual-Frequenz-GPS, also auch hier das beste GPS, was wir auf dem Markt bekommen haben. Und du hast vor allem auch hier eine Anbindung an den Coros Trainings Hub. Das heißt also, du hast eine große Datenbank, bei der du hier Trainings planen kannst. Siehst du auch deinen Fortschritt, beziehungsweise du kannst auf der Coros App selbst hier sehr viele Trainingsvorschläge nutzen, die hier angeboten werden, beziehungsweise auch Trainingspläne, sei es jetzt fürs Laufen, fürs Radfahren, aber auch für Triathlon. Das deckt alles hier die Coros Pace 4 ab. Neben den umfangreichen Trainingsdaten bietet die Coros Pace 4 natürlich dann auch normale klassische Fitnessdaten an, wie zum Beispiel Schlaftracking oder auch Erholung für die Herzfrequenzvariabilität.
Das alles enthalten und du bekommst dann auch, falls du dich navigieren lassen möchtest, die Möglichkeit, auch während der Aktivität dich navigieren zu lassen. Das Ganze funktioniert mit einer Brotkrümel-Navigation, aber dann hier an dieser Stelle auch mit Abbiegenweise. In der nächsten Kategorie werfen wir einen Blick auf die Outer-Uhren. Sie weisen vor allem hohe Robustheit aus, beziehungsweise sind auch für lange Akkulaufzeiten ausgelegt und für sehr lange Touren sollen sie auch geeignet sein. Die erste Uhr, die in diesem Jahr erschienen ist, war dann die Garmin Instinct 3 in der Solar- und der AMOLED-Version. Überraschend war vor allem, dass es eine AMOLED-Version gibt. Zu einem gab es natürlich die klassische Solar-Version, aber überraschend war auf jeden Fall und auch für mich die AMOLED-Version. Die Instinct 3 hat zwar auch hier das Multiband-GPS bekommen, wir haben erweiterte Schlaf- und Stress-Tracking erhalten, als auch die Herzfrequenzvariabilität. Und wenn du dich für die Tactical-Version entschieden hast, bekommst du natürlich auch alle taktischen Funktionen, wie zum Beispiel Nachtsichtkompatibilität oder die Kill-Switch-Funktion oder dann auch die Möglichkeit, dich im GPS zu verstecken. Das war dann natürlich auch hier möglich. Nichtsdestotrotz, die Instinct 3 hat mich etwas enttäuscht, ganz einfach. Hier wurde sehr viel alte Hardware verbaut. Zu einem habt ihr bei der AMOLED-Version kein Touch-Display, das geht nur über Steuerung der Tasten, wobei das für manche jetzt kein Kritikpunkt ist. Aber vor allem der alte Sensor der 4. Generation ist eine Sache, die in dem Preissegment dann auch hier sehr fraglich ist. Und die AMOLED-Version hat dann auch hier keine Karte mit an Bord bei der Navigation. Das heißt also, auch hier gibt es nur eine Krümelnavigation. Das gleiche war dann auch bei der Solar-Version. Hier gibt es dann auch keine Karten. Da könnte man natürlich rechtfertigen aufgrund der Display-Technologie, dass es hier vielleicht dann nicht möglich ist. Als weitere Uhr hat Garmin dann noch die Garmin Tactix 8 auf den Markt gebracht. Im Prinzip ist es eine modifizierte Phoenix 8, zu einem mit den taktischen Funktionen wie Kill Switch, Stealth Mode oder auch den ballistischen Rechner, falls du jetzt hier zum Beispiel schießen willst. Und sie verfügt über eine robuste Bauweise, sei es über die Titanlünette, Saphirglas als auch das extrem robuste Gehäusematerial. Das ist aber noch nicht alles. Die Garmin Tactix 8 ist dann auch auf Flugtauglichkeit ausgelegt. Das heißt also, du kannst zum Beispiel eine direkte Navigation im Fliegen machen, bekommst dann auch Wetterdaten oder Radardaten angezeigt. Das ist mit der Uhr dann auch möglich. Natürlich bekommst du alle Phoenix 8 typischen Funktionen, wie zum Beispiel die Navigation mit Karte, aber auch die Tauchfunktion ist ebenfalls bei der Uhr enthalten. Wie gesagt, ist eigentlich hier ein kleines Upgrade gegenüber der Phoenix 8. Und wenn wir schon beim Thema Phoenix 8 sind, dann ist ja auch Ende des Jahres die Garmin Phoenix 8 Pro erschienen, aber auch das ist eher ein Facelift der Phoenix 8 als eine komplett neue Uhr. Du bekommst auch hier den Sensor der 5. Generation mit EKG und du hast natürlich auch hier wieder eine integrierte Taschenlampe und du bekommst auch alle Lauf- und Fitnessfunktionen, wie wir es auch schon bei der Phoenix 8 kennen. Große Änderung der Phoenix 8 Pro ist aber eindeutig dann die LTE und die Satellitenfunktion. Du hast eine Möglichkeit, einmal über LTE zu telefonieren bzw. Nachrichten zu empfangen. Und über die Satellitenoption kannst du zum Beispiel Notrufe raussenden oder auch Nachrichten empfangen, falls du mal kein LTE-Netz hast. Das Ganze hat leider ein kleines Manko. Zu einem nutzen wir LTE-M, das heißt also nicht das normale LTE, wie wir es zum Beispiel von einer Smartwatch kennen oder von deinem Handy. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, eine eigene eSIM zu hinterlegen. Das heißt also, auch hier bist du an ein Abo von Garmin gebunden, um diese LTE-Funktion zu nutzen. Und diese bewegt sich so roundabout um die 10 Euro. Und das ist natürlich die Frage, ob man das denn hier ausgeben möchte oder auch nicht. Ein weiterer Hinweis ist dann auch bei der SOS-Funktion. Diese funktioniert auch nur mit einem aktiven Abo. Die ersten 30 Tage kannst du es testen, aber wenn du das Abo dann nicht hast, funktioniert dann auch hier die Satelliten-SOS-Funktion nicht mehr. Und daher gehört für mich die Garmin Phoenix 8 Pro auch nicht zu meinen Favoritenuhren. Generell würde ich sagen, wenn du dich für die Phoenix 8 interessierst, musst du echt überlegen, ob du dann die LTE-Version in dieser Form haben möchtest oder ob du nicht eher auf eine Phoenix 8 zurückgreifst, weil wie gesagt, die Grundfunktionen sind hier bei beiden Uhren identisch. Ebenfalls erschienen ist bei Polar dann auch die Polar Critics 2, aber wie bei allen anderen Polar-Uhren, die in letzter Zeit erschienen sind, gab es hier nicht wirklich große Veränderungen, was die Software angeht. Wir bekommen zwar hier eine sehr gute Hardware angeboten, das heißt also, du bekommst ein gutes AMOLED Touch Display. Die Uhr selber hat auch einen MIL STD Standard, das heißt also wirklich sehr robust und du bekommst natürlich alle normalen Funktionen wie Nightly Recharge, was die Schlaferkennung angeht, die Uhr wirklich sehr gut macht, außer Nickerchen, das kann sie nicht erkennen. Und du bekommst natürlich auch hier Offline-Karten für die Navigation angezeigt. Und da kann man auf jeden Fall sagen, Polar kann Hardware bauen. Also die Uhren sind wirklich sehr schön, sind wirklich sehr hochwertig. Aber es mangelt auf jeden Fall an der Software, sei es auf der Uhr selber, aber dann auch die App. Die soll jetzt ja geupgradet werden oder verändert werden. Hat es noch nicht stattgefunden. Aber die App hat noch einen Stand von vor vielen, vielen Jahren. Und da muss Polar auf jeden Fall nacharbeiten, um hier State of the Art zu sein. Das gleiche ist dann aber auch bei den Funktionen der Uhr. Da hinkt Polar deutlich hinterher gegenüber der Konkurrenz. Das heißt zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, über die Uhr zu telefonieren oder auch dann vielleicht hier zu sagen, ich möchte Offline-Musik mitnehmen. Das unterstützt hier die Polar-Uhr leider noch nicht.
Eine kleine Überraschung gab es dann von Amazfit, die T-Rex 3 Pro. Und wie es der Name schon sagt, sie ist ein Upgrade von der T-Rex 3. Du bekommst natürlich auch hier bei der T-Rex 3 Pro alle Funktionen angeboten, die wir von Amazfit kennen, alle Gesundheitsfunktionen, aber auch Trainingsoptionen. Große Besonderheit der T-Rex 3 Pro war zu einem die Taschenlampe, die jetzt verbaut worden ist. Das heißt also, auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, über eine direkte Taschenlampe alles auszuleuchten. Und die Uhr ist neben Garmin die erste Uhr als Konkurrenzuhr, die auch routingfähig ist. Das heißt also, zu einem kannst du dir Points of Interest anzeigen lassen und die Uhr berechnet dann die Strecke dahin. Du hast auch die Möglichkeiten gehabt, mit Roundtrip Routing hier auch Strecken zu errechnen, falls du am Standort bist und selber nicht planen möchtest. Dies hat aber am Anfang etwas Kinderkrankheiten gehabt. Bei manchen gab es dann die Problematik, dass eine Strecke über die Autobahn gegangen ist. Das Problem hatte ich jetzt persönlich nicht. Aber wenn ich daran denke, wie Garmin damals mit Roundtrip Routing angefangen hat, wie Amazfit jetzt anfängt, bin ich zuversichtlich, dass auch diese Probleme dann zeitnah gelöst sind. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, die T-Rex 3 Pro ist, was Preis-Leistung angeht, die beste Uhr in diesem Segment. Aber nicht nur Amazfit und Garmin waren fleißig. Suunto hat mit der Suunto Race 2 auch hier eine sehr interessante Uhr dann herausgebracht für den Outdoor-Bereich. Zu einem bietet die Uhr auch hier nun die Möglichkeit, über einen Coach hier zu trainieren. Das heißt also, du bekommst auch Trainingspläne angezeigt. Was ganz Neues ist dann auch der Herzfrequenzsensor. Das heißt also, Suunto hat es komplett überarbeitet und es zeigt sich vor allem auch beim Laufen und auch beim Radfahren. Hier hat man deutliche bessere Herzfrequenzdaten bekommen als noch beim Vorgängermodell der Suunto Race 1. Darüber hinaus verfügt die Suunto Race 2 dann auch über ein AMOLED-Display und es wurde dann auch am Prozessor gearbeitet. Das heißt also, die komplette Reaktionszeit bzw. das Reinzoomen der Karte läuft hier deutlich flüssiger als noch beim Vorgängermodell. Und die Suunto Race 2 verfügt natürlich auch hier über eine Navigation. Es gibt dann auch hier eine Karte, wobei hier auch keine Straßennamen enthalten sind, aber nichtsdestotrotz mit den Karten kannst du dich wirklich sehr gut orientieren. Hier sind Bahnlinien angezeigt, Gewässer und du bekommst auch alle Abbiegehinweise angezeigt. Was die Uhr leider nicht kann, ist eine Route neu berechnen. Du bekommst einfach nur einen Hinweis, wenn du von der Route abkommst. Da muss auf jeden Fall Suunto noch dran arbeiten, beziehungsweise würde ich wünschen, dass Suunto das irgendwann ja auch mal hier anbietet. Mein persönlicher Sieger ist aber hier die Suunto Vertical 2 im Bereich der AMOLED-Uhren. Zu einem bietet sie alles, was die Suunto Race 2 hat und du bekommst dann hier eine Taschenlampe verbaut. Das heißt also, du kannst auch hier deinen Weg ausleuchten. Bei der Suunto Race 2 gibt es nämlich nur eine Taschenlampe am Display und die Uhr selbst hat dann auch einen größeren Akku verbaut. Das heißt also, du kannst dann bis zu 65 Stunden Laufzeit im besten GPS aufnehmen. Das ist dann ohne Probleme möglich. Bisher war im Outdoor-Bereich aber alles sehr AMOLED-lastig. Selbst die Phoenix 8 Pro gibt es ja auch nur noch in der AMOLED-Version. Und daher gibt es auch einen kleinen Favorit, was die Memory Pixel-Version angeht. Das ist für mich hier die Coros Nomad. Eine komplett neue Marke von Coros, die hat es vorher nicht gegeben. Auch das war eine kleine Überraschung. Und mit 369 € ist es auch hier auf jeden Fall ein Preis-Leistungssieger in diesem Bereich. Zu einem hast du hier eine Akkulaufzeit bis zu 50 Stunden bei einer 47 mm Uhr oder bis zu 34 Stunden im Multiband-GPS, also im besten GPS, was es auf dem Markt gibt. Die Uhr selber ist dann auch sehr leicht mit 49 Gramm inklusive Nylon-Armband und auch sie bietet alle Möglichkeiten fürs Laufen, Radfahren und du bekommst natürlich auch alle Sportmetriken angeboten, die hier von einer Coros-Uhr dann hier gewohnt sind, beziehungsweise auch die Anbindung an das Trainingshub. Ganz interessant ist es vor allem für die, die in Angeln gehen. Zu einem kannst du hier Angeln aufzeichnen oder du hast dann die Möglichkeit, mit der Uhr dann auch einen Bootstandort zu speichern auf dem See. Und solltest du hier vom Standort abdriften, bekommst du eine Warnung und bekommst auch angezeigt, wo du dann wieder zum Punkt zurück musst, damit du wieder am alten Punkt bist. Und wie ihr es von Coros-Uhren gewohnt seid, bekommt ihr natürlich auch hier eine Offline-Navigation angeboten. Das Ganze dann auch mit Offline-Karten. Und was ist ganz neu ist bei Coros bzw. bei der Coros Nomad, ist dann auch die Möglichkeit, hier Straßennamen anzeigen zu lassen. Und daher ist für mich die Coros Nomad im Memory Pixel Display Bereich mit 369 € die interessanteste und spannendste Uhr. Und wie gesagt, die Suunto Vertical 2 im AMOLED-Bereich, gerade mit der langen Akkulaufzeit von 65 Stunden und auch mit dem Funktionsumfang, die die Uhr bietet, hier wirklich die Top-Favoriten in diesem Bereich. In der nächsten Kategorie beschäftigen wir uns mit Fitnessuhren. Diese konzentrieren sich hauptsächlich auf die Fitnessdaten, also generelle Gesundheitsdaten wie Schlaf, Schritte, aber natürlich auch deine Herzfrequenz. Du kannst natürlich auch Aktivitäten aufzeichnen, bekommst auch hier erweiterte Daten angezeigt, aber du wirst hier nicht mit extrem vielen Statistiken überladen und bekommst wirklich sehr einfach dargestellt. Die erste Uhr, die da erschienen ist, war dann die Garmin View Active 6 mit einem hellen AMOLED Touch Display und vor allem wurde hier das komplette Menü bearbeitet, das heißt also, es wurde den anderen Uhren angeglichen. Natürlich verfügt die Uhr dann auch über alle umfassenden Daten, wie zum Beispiel die Garmin Body Battery und die Stressmessung, aber auch der Schlafcoach war enthalten und du hast auch die Möglichkeit, über 80 verschiedene Sportarten hier mit der View Active 6 aufzuzeichnen.
Eine Neuerung war vor allem dann hier auch die Navigation. Das heißt also, du bekommst jetzt eine Navigation innerhalb der Uhr angeboten, auch ohne eine weitere App. Nachteil hier, es gibt dann nur eine Krümelnavigation und das Ganze ohne Abbiegenweise. Und solltest du dann ein Training durchführen, bekommst du dann zwar Trainingsübersichten angezeigt, aber wie gesagt, es gibt dann hier keine Trainingsbereitschaft. Eher bekommst du dann die Ruhezeiten angezeigt. Das hast du auf jeden Fall hier mit der Uhr dabei. Anders als bei den anderen genannten Garmin-Uhren heute, hast du dann hier aber kein Multiband-GPS. Du bekommst hier alle Systeme, aber nichtsdestotrotz das GPS-Tracking der Uhr ist gerade, wenn du hier im normalen städtischen Bereich unterwegs bist oder auf dem Land, kein Problem. Lediglich in den Bergen, in den Wäldern könnte es dann hier zur Abweichung kommen, aber auch da bietet die Uhr wirklich sehr gute Messung an. Und wie ihr es von Garmin-Uhren gewohnt seid, bietet auch die Vivo Active 6 hier dann Garmin Pay an. Das heißt also, du kannst mit der Uhr dann auch kontaktlos bezahlen. Einer aus meiner Sicht aber Preis-Leistungssieger ist eindeutig hier die Amazfit Bip 6. Markant ist eindeutig hier die quadratische Bauweise. Mit dem 1,97 Zoll großen AMOLED Touch Display hast du auch wirklich ein sehr großes Display und du bekommst dennoch eine sehr gute Akkulaufzeit hier angeboten. Darüber hinaus kannst du natürlich mit der Uhr dann auch alle Daten 24/7 messen, sei es jetzt hier Schlaf, aber natürlich dann auch die generellen Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Variabilität oder natürlich dann auch deine Herzfrequenz über den Tag, die Schritte. Das ist mit der Uhr hier ohne Probleme möglich. Und sie unterstützt dann auch, falls du Interesse hast, den Zepp Coach. Das heißt also, theoretisch könntest du mit der Uhr dann auch Trainingspläne nutzen, beziehungsweise wenn du dann auch mal mit der Navigation trainieren möchtest, unterstützt sie das ebenfalls, weil du bekommst nämlich mit der Uhr dann auch Offline-Karten angeboten. Es sind zwar keine topografischen Karten, aber du hast Karten bei der Navigation und du bekommst auf jeden Fall auch abbiegenweise angezeigt. Großes Bonbon gegenüber der Vivo Active 6 ist dann auch die Möglichkeit, mit der Uhr zu telefonieren. Das heißt also, du hast einmal Mikrofon und Lautsprecher verbaut. Es gibt zwar keinen LTE-Chip, aber wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, kannst du Anrufe über die Uhr annehmen und auch über die Uhr zu telefonieren. Das ist auf jeden Fall hier möglich. Und daher ist für mich die Amazfit Bip 6 auch hier in diesem Preissegment auf jeden Fall eindeutig der Sieger. Die nächste Kategorie, die wir betrachten, sind dann die Allrounder-Uhren. Jetzt kann man natürlich sagen, die Amazfit Bip 6 fällt auch darunter. Ja, das ist so ein bisschen schwammig, aber die Amazfit Bip 6 hat zum Beispiel keinen barometrischen Höhenmesser mit an Bord und gibt auch noch ein paar kleine andere Einschränkungen und da habe ich die Uhr jetzt hier auch nicht im Allrounder-Segment dabei. Und was macht für mich einen Allrounder aus? Sie ist eine Uhr für alle Fälle, das heißt also, du kannst sowohl im Outdoor-Bereich nutzen für Navigation, aber mit ihr auch mal schwimmen gehen bzw. auch trainieren und sie wirkt dann trotzdem hier nicht so auftragend wie eine Autouhr, wie zum Beispiel eine Fenix 8 und daher sind das für mich hier auch mal so die Zwischenlösung, die man hier tragen kann. Der Anfang macht dabei für mich die Garmin Venue X1 mit dem 2 Zoll AMOLED Touch Display. Hatte auch Garmin hier das größte Display auf den Markt gebracht und auch gleichzeitig die dünnste Uhr. Angelehnt ist das Design hier eindeutig an eine Apple Watch, beziehungsweise kommt auch näher einer Bip 6. Auch hier bekommt er ein integriertes Mikrofon, Lautsprecher. Du kannst über die Uhr telefonieren, wenn es mit dem Handy verbunden ist. Auch hier ist kein LTE-Chip dabei. Und du bekommst auch Offline-Kartennavigation angeboten. Das heißt also, zu einem hast du topografische Karten und durch das große Display hast du auch wirklich eine sehr gute Übersicht, was die Navigation hier angeht. Ganz interessant ist vor allem der Softwareumfang. Die Garmin Venue X1 hat eigentlich nahezu alle Funktionen der Garmin Forerunner 970. Das heißt also, auch hier gibt es den kompletten Coach. Du hast dann auch hier alle Laufmetriken. Die Running Tolerance ist mit dabei. Oder zum Beispiel auch Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt, wenn du den Garmin HM600 trägst. Das wird alles auch mit der Uhr unterstützt. Einziges Manko ist aus meiner Sicht nicht nur der Preis, sondern auch tatsächlich die Akkulaufzeit. Die Garmin Venue X1 ist zwar sehr dünn und auch sehr leicht und sehr angenehm zu tragen, aber mit gerade mal bis zu 2 Tagen Laufzeit im Always-On-Modus ist das hier wirklich sehr kurz und kommt eigentlich eher an eine Apple Watch als an eine klassische Garmin-Uhr, wie wir es hier kennen. Natürlich kannst du den Always-On-Modus auch ausschalten, dann sind auch mal 2 bis 3 Tage länger möglich, aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist für mich ein Manko der Uhr. Ganz spannend waren auch die Releases der Huawei-Uhren. Besser gesagt, Huawei Watch Fit 4 Pro war eine der Uhr. Auch hier bekommen wir ein rechteckiges Design mit einem großen AMOLED Touch Display. Die Uhr ist extrem leicht und sehr komfortabel zu tragen. Generell kann man sagen, dass die Huawei-Uhren hier mehr aufs Lauftraining ausgelegt sind, sei es jetzt bei der Trainingsanalyse oder dann auch beim Training selbst oder was dann an Trainingseinheiten angeboten wird. Du kannst zwar auch im Rad trainieren, kannst auch ein Leistungsmesser verbinden. Das wird mit der Huawei Watch Fit 4 Pro auch unterstützt. Und du bekommst dann auch hier eine Navigation mit an Bord. Anders als noch bei der Fit 3 hast du dann auch hier eine Karte mit dabei. Aber hier muss man eindeutig sagen, dass Huawei die mit Abstand schlechtesten Karten anbietet. Es sind keine Waldwege drauf, es sind dann oft auch keine Trails drauf. Und das liegt vor allem daran, dass hier Pedal Maps verwendet werden. Das sind eigentlich klassische Straßenkarten und das merkt man auf jeden Fall. Das heißt also, wenn Navigation und Karten für dich ein wichtiger Faktor sind, dann ist auf jeden Fall eine Huawei-Uhr hier keine Wahl aus meiner Sicht.
Als weiteres ist dann noch die Huawei Watch GT6 und GT6 Pro erschienen. Insgesamt sind die Uhren etwas hochwertiger verarbeitet als die Fit 4 Pro, bietet aber alle Funktionen der Fit 4 Pro und du hast ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Golfkarten zu hinterlegen bzw. eine Schwunganalyse durchzuführen. Das heißt also, wenn du Golfer bist, ist auf jeden Fall die Uhr hier sehr für dich interessant. Auch hier kannst du dann ein Leistungsmesser fürs Radfahren verbinden, aber die GT6 und GT6 Pro bietet als erste Uhr dann auch einen virtuellen Leistungsmesser an. Das heißt also, anhand deiner GPS-Geschwindigkeit bzw. welches Rad du hast und welches Gewicht wird dann hier das Ganze gemessen. Aber da muss man auch sagen, das ist noch tief in den Kinderschuhen. Das heißt also, die Werte weichen massiv von einem richtigen Leistungsmesser ab. Es gibt oft Nullwerte und da muss Huawei auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber die Funktion wird hier angeboten. Ein großer Pluspunkt der Huawei Watch GT6 und 6 Pro ist aber eindeutig die Akkulaufzeiten. Hier sind dann bis zu 14 Tage Laufzeiten ohne Probleme möglich. Meine persönlichen Sieger sind in diesem Fall aber zwei Amazfit-Uhren. Zu einem die Amazfit Active 2, aber auch die Amazfit Balance 2. Warum? Die Amazfit Active 2 ist eine etwas kleinere Uhr für sehr kleine Handgelenke. Das kann einem oder anderen zu klein sein. Die Balance 2 ist eindeutig größer mit 1,5 Zoll großen AMOLED Touch Display. Beide Uhren bieten einen ZEP-Coach an, also ich kann es auch hier KI-Trainingspläne durchführen. Kleinen Unterschied gibt es auch bei den Gesundheitsfunktionen. Die Balance 2 hat dann das sogenannte BioCharge eingeführt. Da bekommst du dann über den Tag angezeigt, wie dein menschlicher Akku sich entwickelt. Es ist ein bisschen angelehnt an die Garmin Body Battery. Das haben wir so bei der Amazfit Active 2 an dieser Stelle hier nicht. Beide Uhren bieten dann auch eine Navigation an mit Offline-Karten. Hier gibt es aber einen kleinen Unterschied. Die Amazfit Active 2 hat hier nur Standard- und Basiskarten. Das heißt also, bekommst du hier keine topografischen Karten. Anders als bei der Balance 2. Hier hast du dann topografische Karten mit dabei. Und mit der Balance 2 habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeiten, wenn du jetzt golfen gehst, hier Golfplätze zu hinterlegen. Beziehungsweise da gibt es dann auch eine Tauchfunktion, die du nutzen kannst, Gerätetauchen. Beide bieten dann im Bereich der Hardware dann auch noch die Möglichkeit, über die Lautsprecher und Mikrofone zu telefonieren. Das ist möglich. Einziger Unterschied gibt es zum Beispiel noch beim Displayglas. Hier hat die Balance 2 zum Beispiel ein Saphirglas, also insgesamt ist die Balance 2 etwas hochwertiger verarbeitet als die Active 2. Aber wenn die Uhren für euch interessant sind, macht ihr auf jeden Fall mit beiden Modellen hier keinen Fehler. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den klassischen Smartwatch-Uhren. Diese zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass du natürlich einmal hier Sportaktivitäten aufzeichnen kannst, Gesundheitsüberwachung hast, aber die meisten Uhren haben dann auch eine LTE-Funktion, beziehungsweise könnt ihr optional dazu kaufen und dann könnt ihr zum Beispiel eine eSIM hinterlegen und seid dann immer hier erreichbar. Und hier gibt es natürlich wie jedes Jahr die üblichen Verdächtigen. Einmal haben wir natürlich hier die Samsung Galaxy Watch 8 bzw. Ultra 2025. Warum sage ich Ultra 2025? Ganz einfach. Es ist einfach das Vorgängermodell vom Vorjahr, nur mit neueren Farben. Du bekommst hier ein sehr schönes Display oder AMOLED-Display angeboten. Die Samsung-Uhren sind natürlich komplett in das Samsung-Universum integriert mit allen Funktionen, die es gibt. Du hast natürlich die klassischen Herzfrequenzmessungen, Blutsauerstoffmessung, aber dann auch zum Beispiel Temperatur- und Schlaftracking ist mit dabei und diverse Wellnessmetriken werden dir auch hier mit angeboten. Es gibt dann zwar auch eine EKG-Funktion, dieses aber lediglich auf Samsung-Handys beschränkt. Abstriche muss man auf jeden Fall hier beim Training machen, beziehungsweise beim Aktivitätstracking. Du bekommst zwar eine Vielzahl von Aktivitäten angeboten, aber sowohl der Herzfrequenzmesser als auch die GPS-Messung ist zum Beispiel bei der Galaxy Watch 8 jetzt nicht optimal. Die Galaxy Watch Ultra hat eine bessere GPS-Messung und du bekommst auch keine wirklich große Datenauswertung, was jetzt deine Läufe und Radfahrten angeht. Mal abgesehen davon, du kannst auch keinen Brustgurt verbinden, beziehungsweise Leistungsmesser, das wird auch nicht unterstützt. Oder du bekommst auch kein Trainingsload angezeigt, das heißt also, du weißt gar nicht, ob du hier im gesunden Bereich trainierst oder auch nicht. Ganz spannend dürfte für einige auch die Huawei Watch 5 sein, die hier ein sehr edles Gehäuse hat mit Titan und Edelstahl, als auch Saphirglas. Sie hat eine sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen und mit dem neuen X-Tab-Sensor bekommst du auch einen neuen Sensor angeboten, der hier bessere Blutsauerstoffwertmessung verspricht, beziehungsweise mit dem Health Glance bekommst du auch dann einen fortlaufenden Überblick über seinen gesundheitlichen Zustand, beziehungsweise seine Trends. Das hast du auch mit dabei. Auch hier hast du mit der Uhr natürlich eine LTE-Funktion, um einmal erreichbar zu sein. Es werden auch alle Lauftrainings angeboten, wie wir es schon von der GT6 und GT6 Pro kennen. Und auch natürlich den virtuellen Radleistungsmesser ist ebenfalls mit dabei. Das heißt also, hier gibt es auf jeden Fall keine Einschränkungen. Wo es aber Einschränkungen gibt, ist bei der Funktionalität bzw. der Erweiterung. Hat die Samsung Galaxy Watch 8 noch einen Google Play Store, wo du viele Apps herunterladen kannst, kann das Huawei hier nicht anbieten, aufgrund der Sanktionen, die gegen Huawei herrschen. Sie haben zwar eine App-Galerie, die ist mittlerweile auch auf der Uhr, aber das Angebot ist hier deutlich eingeschränkt gegenüber eines Google Play Stores und das macht für mich natürlich die Uhr dann, wenn du gerade im Smart-Bereich unterwegs bist, etwas unattraktiver als zum Beispiel eine Galaxy Watch oder eine andere Android-Uhr, die den Google Play Store hat.
Das komplette Pendant, was nur auf Apple geht, ist dann noch die Apple Watch Ultra 3. Sie hat vor allem hier ein neues Display bekommen, das zu bis zu 3000 Nits hell werden kann. Besser gesagt, das LTPO3 OLED-Display ist jetzt hier verbaut gegenüber des Vorgängermodells. Eine Erneuerung. Du hast dann eine Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden bei normaler Nutzung. Im Stromsparmodus sind es 72 Stunden, also weit weg von dem, was zum Beispiel Huawei Watch 5 anbietet. Und ganz neu, du hast jetzt auch eine Satellitenkommunikation. Das heißt also, wenn du mal keine LTE-Verbindung hast, kannst du auch via Satellit kommunizieren. Das heißt, einen Notruf absetzen oder eine Nachricht. Und das Ganze ist mindestens mal 2 Jahre kostenlos enthalten. Und was wir neu hinzubekommen bei der Ultra 3 ist dann auch ein 5G-Chip. Das heißt also, du bist dann auch auf die neueste Technik abgegradet. Wie wir es natürlich von Apple kennen, bekommen dann natürlich auch alle Gesundheitsfunktionen angeboten. Wir haben die klassischen Apple-Ringe. Du kannst natürlich auch Lauftrainings durchführen. Du kannst auch gegen alte Aktivitäten antreten. Bekommst auch alles schön angezeigt. Wir haben dann auch jetzt mittlerweile einen Trainingsload mit dabei und mit Apple Fitness Plus, welches du am Apple TV, auf dem iPad, auf dem Handy oder auf dem MacBook verwenden kannst, kannst du, wenn du das Abo abgeschlossen hast, dann auch hier im Videoarchiv weitere Trainings raussuchen und die Datenbank ist mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Nichtsdestotrotz ist die Apple Watch Ultra 3 für mich nicht die beste Uhr von Apple. Wenn du mich sagst, die Satellitenkommunikation ist für mich nicht wichtig und das Display mit den 3000 Nits ist auch kein Kernfeature, dann kannst du auch getrost auf die Apple Watch Ultra 2 zurückgreifen, die hier und da auch schon deutlich im Angebot unterwegs ist. Und nichtsdestotrotz ist für mich die Apple Watch, was den Smartwatch-Bereich angeht, im Apple-Kosmos die beste Uhr, die du hier kaufen kannst. Und wenn wir dann ins Android-Segment gehen, ist für mich eindeutig die Pixel Watch 4 die beste Uhr, was ein Android hier anbietet. Zu einem kommt es natürlich von Google selbst, das heißt also auch den Entwickler von Android. Daher überrascht es auch nicht, dass die Uhr hier maximal integriert ist. Besonders wurden auch alte Fehler behoben der Pixel Watch 3, sei es zum Beispiel die Akkulaufzeit. Die Uhr schafft jetzt so 2 bis 3 Tage, je nach Nutzung. In 15 Minuten ist sie auf 50% aufgeladen. Sie hat jetzt ein Dual-GPS, das beste GPS auf dem Markt. Das merkt man auch eindeutig bei der Datenmessung. Das war der Pixel 3 nicht so gut gewesen. Und wir bekommen auch jetzt hier eine sehr gute Herzfrequenzmessung. Und diese bewegt sich auf dem Apple Watch-Niveau, was mitunter die beste Herzfrequenz-Datenmessung gehabt hat. Das heißt also, sowohl beim Krafttraining, beim Radfahren als auch beim Laufen bekommst du hier wirklich sehr, sehr gute Messwerte. Und das ist auch gut so, weil die Pixel Watch 4 hat auch keine Möglichkeit, einen Brustgurt zu verbinden oder dann auch ein Leistungsmesser. Anders als zum Beispiel die Apple Watch, die unterstützt das nämlich. Da kannst du Leistungsmesser und Brustgurte verbinden. Auch hier gibt es ein besonderes Highlight. Die Pixel Watch 4, sofern du dich für eine LTE-Version entscheidest, hatte ja auch Satelliten-SOS-Kommunikation mit dabei. Das heißt also, das kannst du auch nutzen und das ist auch erstmal kostenlos mit dabei. Natürlich bietet die Pixel Watch 4 auch alle Fitnessfunktionen, sowohl die Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, auch weitere Analysen beim Schlaftracking. Auch hier gibt es dann einen Cardio-Load, bei dem du dann siehst, ob du dann im optimalen Bereich trainierst und du bekommst auch tägliche Trainingsvorschläge oder Vorschläge, wie du trainieren solltest. Das wird aber in der App angezeigt. Kleines Manko hier, das funktioniert aber leider nur in Form mit Fitbit Premium. Und mit dem Google Play Store hast du auch hier die Möglichkeit, viele weitere Funktionen auf die Uhr herunterzuladen, sei es zum Beispiel auch Navigation während der Aktivität, weil das gibt es so leider hier bei der Pixel Watch 4 nicht. Ja, das war aus meiner Sicht mal meine Favoriten für dieses Jahr. Du kannst mal gerne mal in den Kommentar schreiben, welche Uhr für dich in diesem Jahr am spannendsten war. Was hast du gekauft oder was hast du nicht gekauft? Was man auf jeden Fall sagen kann, es war ein sehr interessantes Jahr, ein sehr volles Jahr und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns das nächste Jahr alles bieten wird. Natürlich habe ich jede Uhr, die ich heute vorgestellt habe, auch getestet. Es gibt ein ausführliches Testvideo mit allen Funktionen und auch Pro und Kontras. Da habe ich meine Playlist, da habe ich die Tests alle mal drin, da kannst du gerne mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.